Andrea Traub und ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem neuen Kanal für Acrylmalerei. Also lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute habe ich mir eine kleine Kunststoffkarte, Malerpinsel, damit möchte ich spachteln. Hiermit möchte ich die Farbe ein bisschen verteilen. Habe mir eine schöne Farbpalette zusammengestellt, und zwar ein dunkles Oliv, helles Oliv, ein Pink, ein Salbeiton, also grau-grün, ein Farnton nennt er sich, ein Bronze-Metallic, ein Neon-Pink und Titanweiß. Damit möchte ich gerne die Leinwand bespachteln und fange einfach ganz locker an. Nimm Farbe auf die eine Seite der Karte, stell die Karte ab und streife die Farbe erstmal auf die Leinwand. Dann nehme ich meine zweite Farbe dazu, streife die wiederum ab, dann nehme ich mir was Helleres dazu und gehe in die vorherige Farbe, sodass so schöne Farbverläufe entstehen. Da kann man ganz toll einfach aus dem Bauch raus sich eine schöne Farbfläche spachteln. Und wie ich das mache, dabei könnt ihr mir jetzt zusehen. Ich nehme hier schon mal Weiß mit dazu, das hat auch mal einen schönen Effekt. Zwischendurch die Karte sauber machen, damit es nicht so einen Farbbrei gibt. Jetzt nehme ich hier meinen Salbeiton. Ich habe jetzt noch ein Paynes Grau dazu genommen. Das ist so ein ganz schwarz, dunkelblau. Das möchte ich gerne dazu nehmen, damit der Grünton hier unten so schön dunkel wird. So. Und dann lege ich mal los und nehme mal hier so Bronze mit dazu. Neon Pink mal hier mit rein. Soll ja nicht so langweilig werden. Schaut mal. Sieht schon ganz cool aus, ne? Schaut mal. Ich schwenke jetzt um. Ich wollte das erst mit dem Pinsel so ein bisschen vermischen. Ich nehme aber noch mal meinen super großen Metallspachtel hier, um so ein bisschen die Farben so ein bisschen flach zu spachteln. Dann wirkt das was weicher und ich kann so ein bisschen eine Richtung einschlagen hier. Ein bisschen. Schaut mal. So, jetzt kann ich natürlich auch ein bisschen mit dem Pinsel da dran gehen. So, hier oben drehe ich mir jetzt die Leinwand um. Und hier oben möchte ich gerne so ein bisschen das Pink nochmal mit aufnehmen. Nochmal so ein bisschen Olivgrün. Auch nochmal ein bisschen von dem Bronze hier mit reinnehmen. Und das möchte ich jetzt gerne mit dem Pinsel so schön vermalen. Ich gehe hin, nehme Weiß auf den Pinsel, gehe an die Farbränder dran und löse die Farbränder so ein bisschen auf und vermische das mit Weiß. Ein bisschen dicker, damit man auch was zu verteilen hat. Und mische das jetzt so, mache den ein bisschen, befreie den ein bisschen von der Farbe. Wenn man zu viel Farbe hat, kann man das schlecht so weich malen. Ich nehme noch mal meine Karte dazu.
Jetzt kann ich ein bisschen fester kratzen, weil ich jetzt möchte, dass die Farbe so ein bisschen ineinander läuft. Dann wieder mein Spachtel. Schaut mal, gehe so ein bisschen über die Kanten hier drüber, dass sich das so ein bisschen auf die Fläche verteilt. Und schon haben wir ein super tolles Bild, ganz aus dem Bauch raus. Hier mache ich noch einen kleinen, da habe ich noch eine kleine Lücke. Hier mache ich noch ein bisschen was mit Weiß und nochmal hier mit dem Bronzeton. Das sieht ja ganz cool aus. Mache ich hier vielleicht auch noch mal ein bisschen hin und schließe ein bisschen ganz leicht hier so über die Fläche gehen. Dem Bronze, das sieht auch echt gut aus hier in dem Grün. Ganz toll, guckt mal. Ein bisschen dunkelblau, das sieht auch gut aus. Einfach so ein bisschen gucken, was ist entstanden. Und schaut mal mit dem Bronze, das sieht irre gut aus. Hier schließe ich die Lücke noch ein bisschen, schraube da so ein bisschen auf. Na, manchmal ist sie ein bisschen bockig, die Leinwand. Kann man so ein bisschen mit dem Pinsel hinterher gehen. So, hier auch. Schaut mal. Ich glaube, ich lasse das so. Das gefällt mir so gut. Jetzt mache ich noch den Rand dunkel, dunkelgrün. Dann nehme ich einen Küchenschwamm. Ich nehme das Paints Grau, dieses ganz dunkelblau-schwarz, nehme das dunkelgrün dazu und mache mir hier so einen schönen dunklen Rand, damit das Bild einen tollen Halt kriegt. Ein bisschen eine Einrahmung und wische den Rand sogar so ein bisschen ins Bild rein. Das habe ich ja schon ganz häufig euch gezeigt in den Videos. Das hat immer eine super Wirkung. Mal mache ich den Rand ganz hell, mal dunkler. Hier finde ich ihn dunkel gut. Und so gehe ich jetzt einmal drumherum. So, schaut mal. Das gefällt mir total gut. Das ist ganz spontan entstanden. Ich wollte eigentlich irgendwie noch eine zweite Schicht drauflegen oder sonst irgendwas. Ich habe die Farben irgendwie total angesprochen. Ich glaube, hier mache ich noch mal mit dem hellen Olivgrün, gehe ich noch mal so drüber. So, dann hat das noch mal so einen tollen Hingucker hier. So. Kratze den Übergang hier mal so ein bisschen weg. So. Gefällt mir richtig gut. Das ist ein gespachteltes Bild. Ich habe ein bisschen den Pinsel eingesetzt, einen flachen Spachtel, um so ein bisschen die Farbflächen glatt zu streichen. Ich finde die Farbkombination sehr witzig mit dem Pink, gefällt mir gut. Hier oben kann auch noch was Dunkles rein. Das sind so kleine Sachen, die kann man jetzt noch so hinterher machen. Immer den Bauch ein bisschen entscheiden lassen, was passiert hier. So, Leute, ich glaube, ich darf jetzt nicht so viel fummeln, sonst versaue ich es mir wieder, weil es gerade so gut geworden ist. Ich hoffe, ihr habt gesehen, was für ein tolles Bild manchmal entstehen kann, wenn man ganz spontan arbeitet. Immer ausprobieren, immer versuchen, immer irgendwie einfach loslegen, einfach starten, damit auch was entstehen kann. Nicht zu lange nachdenken, wenn man einen Impuls hat, auch dem mal nachgehen. Wie gesagt, ihr seht, ich hatte ein bisschen was anderes vor, aber jetzt ist halt auch ein tolles Bild entstanden. Ich schaue mal, wie rum ich das gut finde. Ich glaube doch tatsächlich das Dunkle unten, das gefällt mir gut. Und ja,
Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Video. Ich hoffe, euch gefällt das Bild. Ich möchte mich wieder bedanken. Immer wieder freue ich mich über eure tollen Kommentare, natürlich über eure Abos und ja, eure Likes und so. Das freut mich total, wenn euch meine Bilder gefallen und meine Technik und ihr daraus irgendwas für eure Projekte mitnehmen könnt. Und dann freue ich mich immer sehr, wenn ihr mir schreibt. Und dann sage ich bis ganz bald zu unserem neuen Video. Da freue ich mich schon drauf.